Heute geht es um unsere 6 Most Favorite Updates innerhalb der Microsoft 365-Welt. Hier gibt es nämlich schon wieder ganz viele News, neue Features und coole Updates, die wir euch heute vorbereitet haben. Genau, also schnapp dir deine Tasse Kaffee, dein Laptop, lehn dich zurück, weil das sind 6 Features, die dir helfen durch den Alltag mit Microsoft Teams und Co. Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Vero Studio. Mein Name ist Sarah. Ich bin Timo. Genau, und wie bereits im Hook erwähnt, geht es heute um 6 unserer Most Favorite Updates für dieses erste Quartal 2025. Und man muss dazu sagen, dass es bei Microsoft innerhalb dieser riesigen Welt und dieser vielen Tools, die es da gibt, eine Vielzahl an Updates und Features gibt, die ständig reinploppen. Man kann sich also ganz lange damit befassen. Es gibt die für die Techies, es gibt die für Teams, es gibt dann natürlich für bestimmte Entwickler spezielle Updates und wir wollen uns tatsächlich heute die ansehen, die für dich direkt im täglichen Business relevant sind und die du direkt umsetzen kannst. Exakt, das heißt, das ist keine vollständige Liste, sondern sind wirklich unsere 6 Tipps aus Q1 für 2025. Bleib unbedingt bis zum Schluss, denn eines der Features, die wir am meisten vermisst haben in Outlook, ist jetzt wieder da und genau das stellen wir dir als Update Nummer 6 vor. Und ich würde sagen, wir starten gleich mit dem ersten Tipp. Kommen wir zu Update Nummer 1. Es geht um Microsoft Teams und die Möglichkeit, dass wir jetzt nicht mehr nur wie bislang im Chat Videos aufnehmen können und die dort posten, sondern wir können das Ganze jetzt tatsächlich auch im Kanal. Das bringt einige Vorteile mit sich und genau darauf wird Timo jetzt eingehen und euch erklären, wie ihr das ganz einfach macht. Ja, das kannst du nämlich super simpel. Du bist ganz einfach im Kanal hier mit drin. Ich zeige dir das einmal. Und wenn du jetzt hier einen neuen Beitrag verfassen möchtest oder eine Antwort auf einen Beitrag, gehst du hier rechts auf das Plus, wo du normalerweise eine Datei anhängst oder ähnliches. Und dort gibt es auch schon die neue Funktion Videoclip aufnehmen und dann startet gleich die Aufnahme. Du kannst auch deinen Bildschirm teilen und kannst einfach wie eine Sprachnachricht, was du von deinem Messenger kennst, hier eine Nachricht verschicken. Du musst nicht warten, bis die anderen Zeit hätten für ein Meeting. Du musst nicht warten, bis jemand verfügbar ist. Du hast also einen Punkt weniger auf deiner To-Do-Liste. Das spart dir Stress und Wartezeit und vielleicht sogar eine To-Do-Aufgabe. Kommen wir doch direkt zu Update Nummer 2 und bleiben auch in Microsoft Teams. Es geht auch hier um die Wartezeit oder auch den richtigen Zeitpunkt, bestimmte Nachrichten und Messages rauszubringen, ganz gleich was für eine. Und zwar besteht jetzt die Möglichkeit, etwas später zu versenden. Genau, und das machst du an derselben Stelle, wie gerade eben schon den Videoclip aufzunehmen. Du gehst in deine neue Nachricht und auf das Plus und kannst dann den Sendezeitpunkt hier auswählen. Und dieses Feature hat übrigens auch das neue Outlook mit an Bord. Und wenn dich das interessiert, dann abonniere unbedingt gleich unseren Kanal und freue dich nämlich schon auf das nächste Video, wo wir nämlich die 10 besten Outlook-Features im neuen Outlook vorstellen. Kommen wir zu Update Nummer 3 und zwar geht es um den Planner, genau genommen die Planner-App, die in Teams integriert ist und um eine Board View, die jetzt hier auch und wieder verfügbar ist. Genau, die gab es früher eigentlich schon, als es noch den Planner Hub im klassischen Sinne gab. Wenn du den nicht kennst, nicht schlimm, den gibt es nämlich so auch gar nicht mehr. Dafür haben wir jetzt ja diese Teams-App hier in Microsoft Teams integriert und wenn du dort auf meine Aufgaben gehst, das ist der Part, wo alle Aufgaben aus deinen ganzen Plänen, in denen du mitwirkst, zusammen aggregiert wird. Dort gibt es jetzt die von Sarah erwähnte Board View. Und Board View heißt, du hast das hier in einem Kanban-Board, in diesen Spalten, in Buckets angeordnet und kannst jetzt auch das anders sortieren oder dir gruppieren lassen. Du kannst es einmal hier nach Plan auswählen, nach dem Status, also in Arbeit oder erledigt oder noch offen. Oder du kannst dir das auch nach Fälligkeitsdatum oder der Priorität anzeigen lassen. Wie immer, weil ja Teamwork auch ein Teamsport ist, ist es natürlich wichtig, dass deine Kollegen die Pläne auch entsprechend pflegen mit Fälligkeitsdaten und mit Prioritäten und solchen Sachen, damit das Ganze hier auch irgendwo halbwegs Sinn ergibt. Kommen wir zu Update Nummer 4 und zwar geht es um Loop in Zusammenarbeit mit Copilot. Richtig, und da kannst du nämlich jetzt deine Änderungen nicht nur von der aktuellen Session zusammenfassen lassen, sondern du kannst jetzt auch die Änderungen der letzten Tage, letzten 7 Tage, letzten 30 Tage dir von Copilot
erstellen lassen. Und das ist natürlich besonders cool, wenn ihr gemeinsam Loop nutzt, um dort Informationen einzutragen, zusammenzufassen. Und ihr habt jetzt mit Copilot die Möglichkeit, euren Kollegen und Teammitgliedern eure Zusammenfassung oder eure Änderungen ganz einfach darzustellen. Richtig. Das ist quasi so, wie wenn du halt einfach was machst und dann schreibst du ja normalerweise in den kleinen Beitrag, ich habe dies und das verändert und das kannst du eben mit einer Copilot-Lizenz jetzt hier automatisch erstellen lassen. Wieder ein Grund mehr, damit du dir eine Copilot-Lizenz vom Chef holst. Eine echte Zeitersparnis. An dieser Stelle sei noch erwähnt, falls bei dir die Zusammenfassung zwar an sich möglich ist, du jedoch noch nicht die Auswahlmöglichkeit hast, das über den unterschiedlichen Zeiträume dann definieren zu lassen, dann kann es sein, dass sich das noch im Rollout befindet und du wirst es mit Sicherheit bald zur Verfügung haben. Kommen wir zu Update Nummer 5 und hier sind wir wieder in Microsoft Teams und zwar geht es um die Möglichkeit, einen Private Chat zu eröffnen während eines Meetings. Warum, weshalb das so genial ist und was der Hintergedanke ist, erklärt euch Timo jetzt. Ja, natürlich kannst du schon immer einen Private Chat aufmachen, aber hier geht es jetzt speziell darum, wenn du deinen Bildschirm teilst und quasi mit jemandem zusammenarbeitest und dann musst du eine Nachricht an jemanden schreiben. Du möchtest jetzt aber nicht dein Teams-Fenster direkt teilen, sodass alle Nachrichten zu sehen sind. Dann kannst du jetzt oben in der Presentation Bar am oberen Bildschirmrand dran, kannst du einfach mit der Maus drüber fahren und dort gibt es dann Private Chat und öffnest dieses Fenster. Und das Besondere ist, das siehst dann nur du. Das wird nicht übertragen an deine Teilnehmer. Du kannst da alles schreiben, was du möchtest und die Teilnehmer sehen das nicht, was in diesem Fenster passiert. Ein Feature, das mit Sicherheit ab und an hilfreich sein kann, wenn man in so einem Meeting sitzt und gerade seinen Bildschirm teilt. Richtig. Kommen wir zu Update Nummer 6, das versprochene Feature, das nun endlich wieder da ist, bei dem es um das neue Outlook geht. Und ich muss dazu sagen, es ist tatsächlich ein Feature, das mir persönlich nicht nur das Arbeiten im neuen Outlook erschwert hat, sondern auch lange ein Grund war, weshalb ich es nicht genutzt habe. Und ich glaube, ganz, ganz viele andere da draußen auch. Richtig. Es geht nämlich um den Posteingang von geteilten Postfächern, also von Shared Mailboxen. Die konntest du nämlich nicht im neuen Outlook in deine Favoriten hochziehen. Das geht jetzt, das heißt, du kannst von allen geteilten Postfächern ganz einfach das nach oben ziehen und musst nicht mehr nach unten navigieren, in das Postfach rein und alles nacheinander aufklappen. Ein super, super Vorteil für das neue Outlook. Und ich würde dir auch empfehlen, schau dir unbedingt mal dieses Video hier an, wo ich dir zeige, warum du das neue Outlook ruhig lieben kannst. Und mit diesem Update und mit diesem Tipp jetzt zum Ende kommen wir schon zum Schluss des Videos. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar coole Einblicke in neue Updates aus der Microsoft 365 Welt geben. Probiert sie gerne alle aus. Lasst uns einen Kommentar da, wie es euch gefällt, wie ihr das Ganze erfahren habt und freuen uns natürlich über ein Abo und bis zum nächsten Video.